Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute zu dem Thema, wie unterscheidet sich das B- und C-Niveau beim Fremdsprachenlernen? Und zu diesem Thema möchte ich heute nicht nur die Unterschiede zwischen dem B- und C-Niveau besprechen, sondern ich möchte auch persönliche Tipps, die mir sehr geholfen haben, in diesem Podcast teilen. Nun können wir uns zuallererst einmal überlegen, worin denn die grundlegenden und entscheidenden Unterschiede zwischen B1, B2 und C1, C2 liegen. Auf dem C-Niveau geht man immer mehr in Richtung des Sprachgebrauchs in einem akademischen oder beruflichen Kontext. Wenn man vergleicht, welche Literatur man auf dem B- und C-Niveau lesen kann, so ist es bei B2 durchaus möglich, Romane lesen zu können, vielleicht auch durchaus flüssig, aber das Vokabular ist auf dem C1-Niveau trotzdem bedeutend höher und geschärfter, sodass man auch wirklich kleinste Details in einem Roman oder in einer akademischen Literatur verstehen kann. Und in dieser Hinsicht ist nicht das logische Verständnis gemeint, sondern eher die Tiefe des eigenen Vokabelwissens. Wie viele Wörter habe ich zur Verfügung und wie viele Wörter, die sehr, sehr infrequent, also sehr selten anzutreffen sind, wie viele von diesen Wörtern kann ich denn verstehen? Und wenn man bei dem Niveau B2 womöglich noch sehr damit kämpft, ist es auf dem C1-Niveau schon bedeutend einfacher. Man geht sogar schrittweise dazu über, sehr komplexe und schwierige Konstruktionen flüssig verwenden zu können. Und das passiert nicht nur im akademischen oder im fachlichen Kontext, sondern auch auf der anderen Seite des Spektrums in der Umgangssprache. Extrem umgangssprachliche Ausdrücke, Jargon oder Slang, wie man auch sagt, wird auf dem C1-Niveau immer besser verstanden und womöglich sogar auch selbst verwendet. Und damit sieht man auch, dass auf dem C-Niveau diese Bandbreite, die man auf der Sprache abdecken kann, immer größer wird. Und zwar sowohl auf aktive als auch auf passive Weise. Dabei gilt es zu beachten, dass auch für Muttersprachler nicht jeder Kontext ein C-Niveau erfordert. Oft gibt es Alltagssituationen, wo man überhaupt nicht so spezielle Wörter benutzt. Somit kann man sich vorstellen, dass auf dem C-Niveau eher die Ränder des Sprachwissens geschärft und verstärkt werden und dass eigentlich das Gros des Vokabulars schon bekannt ist und auch die Grammatik im Großen und Ganzen eigentlich schon gelernt wurde. Auch auf dem B-Niveau beziehungsweise noch mehr auf dem B2-Niveau ist eigentlich das Erlernen der Grammatik mehr oder weniger abgeschlossen. Das bedeutet, in diesen genannten Bereichen kann man sehr einfach die Unterschiede zwischen C1 und B2 ausmachen und herausfinden. Die Grenze zwischen B2 und C1 fungiert also als Schwelle in einem ganz weiten Spektrum an Kontexten und Situationen. Und dabei geht es nicht nur darum, in diesen Kontexten zu überleben, sondern wirklich kompetent agieren zu können. Das ist hier der Unterschied zwischen B2 und C1. Und jetzt möchte ich gerne mehr über die 3 Tipps sprechen, die ich für heute vorbereitet habe und die mir sehr geholfen haben, Fremdsprachen gut zu lernen. Und der erste Tipp hat mit der Komfortzone zu tun. Man muss bereit sein, seine Komfortzone immer wieder aufs Neue verlassen zu wollen. Es ist wichtig, die Bereitschaft zu haben, sein eigenes Lernen immer wieder neu zu hinterfragen. Wo sind meine Schwachstellen? Was könnte ich besser machen? Wie könnte ich meine Lernmethode effizienter oder anders gestalten? Was für neue Reize könnte ich setzen, damit ich meine Sprachkenntnisse auf ein höheres Niveau bringen kann? Und hier hilft es vielleicht auch, die Meinung von Muttersprachlern einzuholen. Das könnte Hinweise darauf geben, in welchen Bereichen ich besonders viel arbeiten muss. Der zweite Tipp hat mit dem intensiven und extensiven Lernen zu tun. Extensives Lernen bedeutet, dass man sich mit einer großen Menge an Inhalten auseinandersetzt und es dabei nicht so entscheidend ist, ob man wirklich jedes Wort genau versteht, ob man alle Details wirklich genau kennt, sondern es geht darum, eine große Masse an Informationen zu internalisieren und sich damit auseinanderzusetzen. Man geht also in die Breite und kommt mit vielen verschiedenen Kontexten in Berührung. Demgegenüber steht das intensive Lernen, wo man sich sehr, sehr detailliert mit einer bestimmten Materie auseinandersetzt, also wirklich in die Tiefe geht.
Hier geht es darum, dass man einen Sachverhalt wirklich bis ins kleinste Detail genau verstanden hat. Und diese beiden Ansätze, das intensive und das extensive Lernen, sind dann in verschiedenen Lernsituationen ein probates Mittel und ein gutes Werkzeug. Man muss aber für sich selber genau herausfinden, wann man welchen Lernansatz anwendet. Genau hier gilt es wieder zu hinterfragen, wie man eigentlich lernt, eine Selbstbeobachtung vorzunehmen und sich bewusst zu werden, was die eigenen Lernmuster sind. Und der letzte und dritte Tipp ist meiner Meinung nach besonders entscheidend. Wie definiere ich meine Beziehung zu dieser Sprache? Wenn man eine Sprache auf einem sehr hohen Niveau sprechen und anwenden können möchte, dann würde ich den Tipp geben, sie nicht einfach als Fremdsprache zu sehen, sondern eher als Teil von einem selbst. Denn man möchte ja ein kompetenter Benutzer dieser Sprache werden. Und deshalb hilft es hier sehr, sich die Sprache als Teil von einem selbst, von seiner Persönlichkeit zu sehen. Das hilft nämlich auch, offen für diese Sprache zu sein und Denkvorgänge in dieser Sprache direkt vorzunehmen und nicht immer in eine andere Sprache zu übersetzen. Das bedeutet also, man sollte sich noch einmal wirklich Zeit nehmen und überlegen, welche Beziehung man zu dieser Sprache aufbauen möchte und ob man eigentlich im Innersten wirklich ein Interesse daran hat, diese Sprache so gut zu sprechen oder nicht. Denn oft ignorieren wir, dass wir zu jeder Sprache im Grunde eine sehr emotional gefärbte Beziehung haben, sei es positiv oder negativ. Und wenn wir unsere eigenen Motive besser kennen, können wir auch viel besser steuern, in welche Richtung unsere Lernreise gehen soll. Schließlich bin ich auch sehr neugierig auf eure Meinungen und eure Erfahrungen. Ihr könnt mir sehr gerne in den Kommentaren mitteilen, was ihr zu diesem Thema so erlebt habt. Und damit schließe ich den Podcast. Ich hoffe, es war interessant und auch die Tipps hoffentlich nützlich für euch. Noch einen wunderschönen Tag, alles Liebe und bis zum nächsten Video bzw. nächsten Audio.